Heute wollte ich euch mal zeigen, wie man einen richtigen Nagelschnitt bei den Zehennägeln macht. Viele Leute schneiden ihre Zehennägel falsch. Sie schneiden die Nägel zu kurz, schneiden die Ecken raus oder lassen Kanten stehen, was zu Entzündungen und eingewachsenen Nägeln führen kann. Deswegen zeige ich euch heute Schritt für Schritt, wie man die Nägel richtig schneidet. Also als erstes desinfiziere ich die Nägel. Dann benutze ich einen Kopfschneider. Dieser ist leicht gebogen und mit dem bekommt man eine gute Form hin. Wichtig ist, wenn man die Nägel schneidet, nicht in der Mitte anfangen. Das kann nämlich dazu führen, dass der Nagel bricht. Ich schneide in mehreren Etappen, meistens in 3 Etappen. Beim großen Nagel kann es auch sein, dass es mehr als 3 Etappen sind. Also ihr seht erst seitlich, vorne und nachher am Schluss feile ich die Nägel noch. So, jetzt geht es weiter mit den kleinen Nägeln. Seitlich, ihr seht es einmal rechts und links und dann erst die Mitte. So. Seitlich Mitte, also ihr seht, nicht zu kurz schneiden. Wir verwenden nachher noch eine andere Zange. Seitlich. Mitte. Hier ist noch eine kleine Spitze. Und der kleine Zeh, ich weiß nicht, ob man den, sieht man den gut? Seitlich, Mitte. So, jetzt kommt eine zweite Zange ins Spiel. Jetzt kommt die Eckenzange ins Spiel. Diese ist, wie man sieht, sehr gerade und fein geschnitten. Wie der Name schon sagt, kappt man hiermit die Ecken ab. Bei den Ecken ist es sehr wichtig, auf gar keinen Fall Ecken rauszuschneiden. Das kann nämlich zu eingewachsenen Nägeln führen. Es ist nämlich so, wenn die Ecken rausgeschnitten werden, und man läuft nachher, ihr lauft nachher praktisch auf dem Fuß, drückt die Zehenkuppe nach oben. Wenn hier eine Ecke fehlt, wölbt sie sich nach oben. Und dann ist es so, wenn der Nagel oder die Ecke irgendwann vorwächst, schiebt es sich in die Kuppe rein und kann praktisch einwachsen. Deswegen ist es ganz wichtig, dass man die Ecken nur leicht abrundet. Also ihr seht hier, ich schneide die Nägel gar nicht zu kurz. Von der Form her sagt man immer am besten spatenförmig. Vorne leicht abgerundet, Ecken leicht abgerundet. Ecken niemals rausschneiden, aber auch nicht zu spitz stehen lassen. So ist es ganz einfach. So. Nachher benutze ich natürlich eine elektrische Fräse. Das hat man natürlich nicht daheim, aber hier kann man ganz einfach eine Feile nehmen, zum Beispiel eine Glasfeile oder auch eine Sandblattfeile. Hier ist es ganz wichtig, bei den Ecken wirklich nur leicht abrunden. Das ist nämlich ein häufiges Problem bei den großen Nägeln. Es ist einfach so, dass viele enge Schuhe tragen und dann ist hier natürlich ein Druck, ein seitlicher Druck. Und sobald es hier drückt, was macht man? Man schneidet schön die Ecke raus. Das darf man nicht. Das führt wirklich dauerhaft zu einem Problem. Dann ist es nämlich, wie ich euch vorher gezeigt habe, so, dass die Zehenkuppe sich hochwölbt, weil sie einfach keinen Gegendruck mehr vom Nagel hat. Der Nagel wächst vor und irgendwann wächst dagegen das Gewebe und man hat wieder Schmerzen. Was macht man dann? Man schneidet die Ecke wieder raus. Es ist also ein Teufelskreis. Deswegen immer lang genug lassen, dass schön die Kuppe runtergedrückt wird und spatenförmig, Ecken nur leicht abrunden. Jetzt feile ich das mit der elektrischen Feile. Wie gesagt, daheim genügt eine Glas- oder eine Sandblattfeile. Wird nur leicht entgratet. Hier hinten natürlich noch ein bisschen die Nagelhaut, aber nur die, die auf dem Nagel ist, entfernen.
Muss man aber nicht, ist wirklich nur rein optisch. So. Und wenn man alles so befolgt, hat man auch keine Probleme mit eingewachsenen Nägeln oder mit Entzündungen, wenn wie gesagt keine Kanten stehen bleiben und man die Ecken nicht rausschneidet. Man muss wissen, alles an unserem Körper ist zu etwas da und der Nagel ist auch zu etwas da. Er ist einfach dazu da, um den Zeh zu schützen und deswegen darf man ihn auch nie zu kurz schneiden. Hier ist er jetzt sehr verfärbt vom dunklen Socken, der vorher hier drauf war. Das können wir mal ein bisschen abfeilen. So. Jetzt kommt noch der Kleine. Der Kleine hat unten relativ viel Nagelhaut. Also die Nagelhaut, die jetzt auf dem Nagel drauf vorgewachsen ist, die kann man wegfeilen, aber niemals Nagelhaut wegschneiden oder reißen. Wirklich nur die jetzt hier mit vorgewachsen ist, die kann man ein bisschen abfeilen. Das ist kein Problem. So, jetzt muss ich noch hier vorne die Nagelhaut. Ich muss jetzt kurz so machen, das sieht man jetzt wahrscheinlich nicht gut, aber ich komme hier anders nicht dran. So, okay. Jetzt desinfiziere ich nochmal. Machen wir die ganzen Sockenfussel hier weg. So. Jetzt kommt zum Abschluss ein ganz wichtiges Gerät, ein Exkavator. Das ist eine Doppelsonde und mit dieser Doppelsonde kann man verletzungsfrei seitlich durch den Nagel fahren und gucken, ob hier irgendwo noch Ecken vorhanden sind. Wenn ja, muss man die noch abkappen. Ich sehe also, aha, hier ist noch eine spitze Ecke. Ich merke es beim Durchfahren, ich kann hier nicht so gut durchfahren wie auf dieser Seite. Also kappe ich die Ecke hier noch ab. Deswegen ist diese Sonde ganz wichtig. Damit erkennt man so kleine Eckchen. Wie gesagt, nicht rausschneiden, nur leicht abkappen. So, jetzt komme ich hier durch. Hier ist auch noch ein spitzes Eckchen, das machen wir auch noch gleich weg. Hier ist es gut. So. Ist noch der Schmutz von den Fusseln mit drin. So, jetzt mache ich noch das kleine Eckchen hier weg. Und dann war es das auch schon. Also man braucht gar nicht so viel, um einen korrekten Nagelschnitt zu machen. Ich würde euch die Sachen unten in der Videobeschreibung verlinken, was genau ihr dazu braucht. Wie gesagt, mit dem Fräser ist natürlich klar, dass man sowas nicht zu Hause hat. Da kann man dann einfach eine Feile nehmen. Das wäre jetzt ein korrekter Nagelschnitt und auch eine korrekte Länge. Es ist nicht zu kurz. Viele empfinden es, wenn sie zum ersten Mal in die Praxis kommen, als zu lang, weil sie selber gewohnt sind, kürzer zu schneiden. Aber wie gesagt, wenn man weiß, dass der Nagel eine Schutzfunktion hat, und zwar den Zeh zu schützen, dann kann man sich in etwa vorstellen, wie lang der Nagel sein muss. Und zwar, sage ich jetzt mal, wenn man so hier gegen den Zeh drückt, so, also dass hier auch der Nagel aufhört. Jetzt wird es noch schön eingecremt und dann war es das auch schon. So schnell hat man einen korrekten Nagelschnitt gemacht. So.